herzlich willkommen zu diesem kleinen Einblick zum Thema Auktionen. Und starten wir doch die Präsentation einmal mit der Frage, warum überhaupt Auktionen? Dazu habe ich Ihnen eine kleine Studie mitgebracht, die durchgeführt wird jährlich vom BME in Kombination oder in Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg und Leipzig. Und hier werden knapp 270 Unternehmen befragt, zum Beispiel zum Thema Auktionen und wie sie diese zum Beispiel dem Unternehmen helfen, um die Einstandspreise zu senken. Ja, und wie Sie hier sehen, ist es im Mittel, also im Durchschnitt, ungefähr 10 bis 11%, ja, die Unternehmen einsparen, indem sie auch das Verhandlungsmodul Auktionen nutzen oder die Verhandlungsart Auktionen nutzen. Aber was auch immer wieder unterschätzt wird, ist das Thema Prozesskosten, ja, die hier eingespart werden. Im Schnitt 9 bis 10%. Es gibt noch eine weitere Studie, die im Prinzip die vorhergehende Studie bestätigt. Auch diese sagt Senkung der Einstandspreise. Ja, hier wird es im Prinzip nicht danach gegangen, wie viel tatsächlich eingespart wird, sondern wie stark oder welche großen Auswirkungen diese eben zum Beispiel hier auf Senkung der Einstandspreise hat. Ja, und die Unternehmen sagen, stark bis sehr starke Auswirkungen hat das in dem Bereich. Ja, auch der zweite Punkt ist eben die Erhöhung der Prozesstransparenz und der Compliance. Auch hier hat es eben starke Auswirkungen in diesem Bereich. Was heißt denn Prozesskosten oder Prozesskostensenkung? Sie kennen sich sicherlich auch, ja. Wenn Sie eine normale Verhandlung durchführen, ja, dann laden Sie den Lieferanten zu Ihnen ins Büro, ja, oder in Ihrem Besprechungsraum zu Ihrem Unternehmen ein. Ja, dort besprechen Sie diese Auktion, ja, oder nicht Auktion, sondern dieses Paket, was Sie gerne vergeben möchten, ja, und erwarten vom Lieferanten oder verhandeln vom Lieferanten noch mal einen gewissen Nachlass. Dann geht der Lieferant nach Hause. Das gleiche machen Sie mit dem zweiten und dem dritten und vierten Lieferanten. Ja, was in der ersten Runde natürlich schon ein großer Aufwand ist. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie hier vielleicht nochmal telefonischen Last Call aufrufen oder Sie sagen, drehen nochmal eine zweite Runde, ja, und den letzten 3 Lieferanten, dann beginnt das Spiel im Prinzip wieder von vorn. Der Lieferant muss zu Ihnen kommen, ja, Sie verhandeln wieder, es gibt wieder einen Nachlass. Ja, und letztendlich bekommen Sie aber immer noch nicht den wirklich letzten Preis, ja, weil irgendwann müssen Sie halt einfach sagen, okay, wir müssen einfach aufhören, weil noch viele Runden drehen können wir halt einfach nicht. Und dabei hilft so eine E-Auction, ja, indem Sie die Verhandlung, die Sie eigentlich manuell durchführen oder in Ihrem Büro durchführen, in die digitale Welt bringen. Ja, indem Sie genauso diese Runden durchführen, aber eben der Lieferant am Bildschirm, ja, und im Prinzip eine gewisse Dynamik aufrechterhalten, dass diese Auktion hier digital abläuft. Ja, und damit sparen Sie nicht nur eben Savings, sondern auch interne Ressourcen, weil eben so eine Verhandlung relativ schnell, ja, in den meisten Fällen so zwischen einer halben und einer Stunde auch tatsächlich beendet ist. Die häufigste Frage, die wir bekommen, wenn wir über Auktionen sprechen, ist so, kann man denn jede Materialgruppe verauktionieren? In der Regel ja. Ja, also sofern eben gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, zum Beispiel ist eine Voraussetzung, damit eine Auktion erfolgreich durchgeführt werden kann, das Verhandlungsvolumen. Ja, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass in einer Auktion sehr viele Informationen vom Lieferanten preisgegeben werden. Ja, Sie sehen eigentlich, wie weit kann so ein Lieferant gehen, ja, was hätte er Ihnen eigentlich in der letzten Verhandlung eigentlich schon geben können. Und das müssen Sie sich in irgendeiner Art und Weise, ja, in Anführungszeichen, erkaufen. Und das machen Sie anhand des Verhandlungsvolumens. Je größer das Paket ist, ja, desto erfolgreicher oder gewillter ist ein Lieferant bei so einer Auktion mitzumachen. Was sind solche Pakete? Ja, das sind Halbjahreskontrakte, das sind Jahreskontrakte, ja, einmalige Anschaffungen, die einen großen Betrag oder einen großen Wert für den Lieferanten haben. Ja, das können Sie im Prinzip verauktionieren. Der nächste Punkt ist das Produkt vergleichbar machen. Ja, wenn Sie eine spezielle Anforderung an so ein Produkt haben und es gibt nur 1, 2 Lieferanten, die das machen können, ja, und alle anderen eben nicht, ja, oder jeder hat in seinem Produkt eine gewisse Spezialität, ja, dann ist es schwierig, so eine Auktion aufzusetzen. Ja, wenn Sie aber zum Beispiel DIN-Normteile haben, ja, die genau standardisiert sind, ja, egal ob das der Lieferant A, B oder C liefert, ja, genau, Sie bekommen genau die gleiche Qualität, egal von welchem Lieferanten. Ja, also es heißt Vergleichbarkeit des Produktes. Nicht vergessen, auch die Vergleichbarkeit des Lieferanten ist wichtig. Ja, es macht schon einen großen Unterschied, ob Sie einen bestehenden Lieferanten haben, ja, mit dem Sie das jahrelang schon Erfahrung haben, ja, und auch das Risiko abschätzen können, was passieren könnte. Im Gegensatz zu einem neuen Lieferanten, ja, der vielleicht bei Ihnen gern liefern möchte, ja, der auch gern hier bereit ist, vielleicht bei so einer Auktion mitzumachen, um eine Chance zu haben, hier auch mal einen Auftrag bei Ihnen zu bekommen. Aber Sie wissen noch nicht, wie dieser funktioniert. Ja, Sie kennen das Risiko vielleicht noch nicht so richtig, ja, Sie haben keine Erfahrung. Und diese Ungleichheit können Sie zum Beispiel durch ein Bonus-Malus-System,
ja, während einer Auktion tatsächlich berücksichtigen. Ja, also Vergleichbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite das Produkt, ja, im Mittel der Lieferant, ja, und drittens letztendlich diese ganzen Nebenbedingungen wie Zahlungsbedingungen, Lieferfristen, ja, all das sollte im Prinzip vorher abgeklärt sein, damit Sie sich nur auf den Preis konzentrieren können in der Auktion. Dann die dritte Voraussetzung, es muss natürlich ein Wettbewerb bestehen. Ja, mit einem Monopolisten oder auch in einem Oligopol, ja, ist es furchtbar schwierig, eine Auktion zu machen. Ja, weil der Lieferant entweder gar keine Lust hat, ja, damit zu machen, weil er weiß, ich bin der Einzige, der das machen kann. Ja, oder es gibt nur 2 Lieferanten weltweit, die das können. Ja, der eine weiß von dem anderen relativ viel, ja, dass er zum Beispiel noch einen Auftrag bekommen hat, eigentlich ausgelastet ist. Warum sollte der andere Lieferant jetzt in dieser Auktion mitmachen? Ja, weil er weiß, sie haben gar keine Alternative. Wir empfehlen mindestens 3 Lieferanten, ja, die hier in so einer Auktion mit dabei sein sollten. Ja, und das Kriterium einer Auktion ist auch, dass Sie dem Lieferanten kommunizieren, dass wenn er die Auktion gewinnt, also den günstigsten Preis abgibt, dass er auch tatsächlich diesen Auftrag bekommt. Ja, das ist so der Charakter einer Auktion. Können Sie sich nämlich gut vorstellen, ja, wenn Sie sagen, ja, Lieferant, mach bitte bei der Auktion mit, ja, aber wir werden nicht hundertprozentig eine Auktion vergeben, dann wird so ein Lieferant auch nicht wirklich seinen besten Preis abgeben. Ja, weil es kann gut sein, dass Sie dann zu einem Lieferanten kommen, hey, du hast bei der Auktion recht gut mitgemacht, ja, komm doch nochmal bitte ins Büro und wir verhandeln nochmal weiter. Ja, und damit bekommen Sie in einer Auktion nicht den besten Preis. Daher unsere Empfehlung, ja, machen Sie es verbindlich und sagen, wenn der Lieferant in dieser Auktion tatsächlich hier den günstigsten Preis hat, dann bekommt er auch dieses Paket. Kurz, wenn Sie überall einen Haken ranmachen können, das Verhandlungsvolumen ist groß genug, ja, die Produkte und die Lieferanten sind vergleichbar oder können vergleichbar gemacht werden, ja, es besteht ein gewisser Wettbewerb und Sie würden das Paket auch tatsächlich an die Lieferanten vergeben, dann sollten wir über eine Auktion nachdenken oder sollten Sie über eine Auktion nachdenken. Dann kommt so häufig die nächste Frage, welche Auktionsform könnte man da einsetzen? Ich zeige Ihnen mal so die typischen Auktionsarten, die es im Unternehmen gibt oder die im Unternehmen durchgeführt werden. Ja, eine kennen Sie wahrscheinlich, das ist die klassische English Reverse Auction, ja, also eine umgekehrte eBay-Auktion, in dem Lieferanten halt mit einem gewissen Startpreis hier oben beginnen, ja, und dann sich eben nach und nach herunterbeten. Die Lieferanten bekommen als Feedback in so einer Auktion entweder ihren Rang, ja, du bist jetzt gerade mit deinem Preis Platz 2, du müsstest eben noch mal nachbieten, damit du hier eine Chance hast, Platz 1 zu werden. Oder, ja, ist keine Rang, sondern der Lieferant sieht nur eine Ampel. Ja, du bist jetzt gerade Platz gelb oder siehst die Farbe gelb. Das heißt, du müsstest dich noch etwas bewegen, ja, um grün zu sehen. Ja, oder du bist rot, du bist eigentlich relativ weit weg. Ja, musst richtig Gas geben, damit du hier noch eine Chance hast. Ja, und so bieten Lieferanten eben nach und nach, ja, in diese Bereiche, bis sie eben ihre gewünschte Farbe sehen. Oder, ja, auch das gibt es, Sie zeigen dem Lieferanten tatsächlich den günstigsten Preis. Also was ist der günstigste Preis in Euro oder in einer anderen Währung? Ja, und sagen, wenn du da mitmachen möchtest, musst du diesen Preis unterbieten. Ja, das ist so die typische Best-Price-Auktion. Die ist sehr, sehr klassisch, die kommt sehr, sehr häufig vor, kann aber nicht in jedem Fall angewendet werden. Ja, das ist zu berücksichtigen. Was nicht so häufig im Unternehmen oder im Einkauf durchgeführt wird, ist die English Forward, also eigentlich eine klassische eBay-Auktion. Sie haben hier tatsächlich nichts einzukaufen, sondern etwas anzubieten, also etwas zu verkaufen. Ja, wird eingesetzt, wenn Sie zum Beispiel Restposten im Unternehmen haben. Ja, oder sagen, es gibt Abfallprodukte, ja, zum Beispiel Rohmaterialien, ja, die bei der Spannung vielleicht anfallen und sagen, okay, da fallen so und so viele Tonnen pro Jahr an, ja, und dann dem Bestbieter würden wir das gern verkaufen. Ja, kommt nicht so häufig vor, ja, aber auch das könnte zum Beispiel im Einkauf liegen. Die Dutch Reverse oder die typische Holland-Auktion, die ist schon relativ häufig im Einkauf. Ja, im Gegensatz zu der English Reverse bieten sich die Lieferanten nicht gegenseitig nach unten, sondern sie steuern diese Auktion. Das bedeutet, ja, zum Beispiel hier, wie Sie mit der Maus versehen, ja, beginnt die Auktion mit einem sehr, sehr niedrigen Preis für den Lieferanten. Ja. Nehmen wir mal an, der durchschnittliche Marktpreis sind 400 Euro. Ja, und Sie würden mit einer Auktion aber anfangen mit 100 Euro. Wissen aber, das würde kein Lieferant dieser Welt machen. Aber Sie gehen trotzdem so in die Auktion rein und fragen eigentlich digital jetzt, lieber Lieferant, würdest du für 100 Euro dein Produkt liefern? Da sagen die meisten Lieferanten nein. Ja. Der Preis steigt dann, je nachdem wie Sie es einstellen, um
30 Sekunden, eine Minute, vielleicht wieder um 100 Euro. Dann fragen Sie den Lieferanten, würdest du denn für 200 Euro dieses Produkt liefern? Die Lieferanten sagen immer noch nein. Ja, jetzt geht der Preis vielleicht auf 300 Euro hoch nach 30 Sekunden wieder. Jetzt gibt es einen Lieferanten, ja, wie in unserem schönen Beispiel, der jetzt auf einmal die Hand hebt und sagt, okay, für 300 Euro würde ich das liefern. Und der gewinnt die Auktion. Ja, damit ist diese Auktion beendet. Das heißt, die Lieferanten haben einmal die Chance, die Hand zu heben und sagen, für den Preis würde ich das machen. Das ist so diese typische Funktionsweise einer Dutch-Auktion. Im Gegensatz zu der Dutch-Auktion gibt es die umgekehrte Dutch-Auktion. Ja, die heißt nicht so, sondern die heißt Hongkong oder Japanese-Auktion. Hier starten Sie nicht mit dem günstigsten Preis, sondern mit einem Preis über dem Marktwert. Ja, und hier ist es so, dass Sie zum Beispiel mit 800 Euro anfangen, ja, und sagen, liebe Lieferanten, würdet ihr denn für 800 Euro dieses Produkt liefern? Und hier stimmen alle Lieferanten zu, ja, sofern sie das für diesen Preis machen würden. Sagen, ja klar, für den Preis würden wir das machen. Aber hier sinkt der Preis nach 30 Sekunden, nach einer Minute. Ja, indem sie sagen, okay, würdet ihr das auch tatsächlich für 700 Euro machen? Ja, alle Lieferanten sagen vielleicht immer noch zu. Für 600, für 400. Ja, und da steigen dann schon manche Lieferanten aus. Ja, für 400 Euro gibt es Lieferanten, die sagen, nee, für den Preis würden wir das nicht machen. Und so reduziert sich der Preis, ja, bis letztendlich nur noch ein Lieferant übrig bleibt, der dann sagt, okay, für den Preis würde ich das machen. Ja, und das ist die Idee oder die Funktionsweise der Hongkong-Auktion oder Japanese-Auktion. Das sind die klassischen Auktionstypen, ja, die Sie auch mit unserem Modul abwickeln können. Ja, es gibt noch ein paar andere Besonderheiten, ja, aber wenn Sie über Auktionen im Einkauf sprechen, ja, dann sind Sie mit diesen Auktionsarten schon gut bedient. Aber berücksichtigen Sie immer, jede Auktionsart hat gewisse Voraussetzungen zu erfüllen, damit diese funktionieren können. Ja, wie könnten Sie denn jetzt Auktionen durchführen? Ja, ganz klassisch, ja, indem Sie von uns das Werkzeug dazu bekommen oder eine Werkzeugkiste dazu bekommen, hier wie in diesem schönen Bild dargestellt. Das heißt, Sie würden unser Modul Auktionen nutzen, ja, und könnten Auktionen selbstständig durchführen. Ja, wenn Sie das schon mal im Unternehmen gemacht haben, ja, wenn Sie wissen, wie Auktionen funktionieren, dann mieten Sie, ja, oder kaufen Sie unsere Lösung und können Auktionen selbstständig durchführen. Dort bekommen Sie zum Beispiel, ja, diese Auktionsart English Reverse Auction, ja, definieren hier, wie die Lieferanten zum Beispiel ihren Preis abgeben sollen, ja, und dann läuft diese Auktion. Getriggert wird das immer grafisch, indem Sie sehen, wie ist der Verlauf dieser Auktion, ja, je nachdem, welcher Auktionstyp Sie hier verwenden. Ja, zum Beispiel hier sieht der Lieferant in dem Fall seinen Rang oder Sie sehen den Rang dieser Auktion. Ja, und gesteuert wird alles durch eine Art Cockpit, ja, das Sie als Auktionator bedienen, ja, um hier die Auktion tatsächlich zu steuern. Das können Sie selber machen. Ja, das ist sozusagen unser Werkzeugkasten dafür. Was ist aber, wenn Sie das nicht machen möchten? Ja, sagen ganz einfach, ich habe nicht die Erfahrung in Auktionen, ja, ich habe das noch nie gemacht, ja, es geht auch hier um großes Volumen, da wollen Sie sich vielleicht Expertise holen. Ja, auch da bieten wir die Möglichkeit zu sagen, dann lassen Sie das durch uns machen. Ja, Sie bekommen auf der einen Seite den Werkzeugkasten und, ja, wie in diesem schönen Beispiel, den Handwerker auch noch mit dazu, ja, der Ihnen hier diese Auktion durchführt. Das machen wir in einer Art Full-Service-Projekt, ja, indem wir Ihnen hier diese einzelnen Schritte durchgehen, die einzelnen Phasen durchgehen, mit Ihnen die Auktion besprechen, wir das Auktionsdesign definieren, ja, wie Ihr Lieferanten am Telefon schulen, damit Sie die Auktion bedienen können, setzen Hotline auf, ja, und führen die Auktion am Auktionstag tatsächlich durch und Sie bekommen an dem Tag das Auktionsergebnis. Das ist alles unsere Aufgabe. Sie sind stiller Beobachter und natürlich der Spezialist für Ihr Produkt. Ja, also das heißt, das ist so das, was wir damit anbieten. Einmal die Software, einmal das Projekt, wenn Sie es wünschen. Das kurze Fazit zur Auktion. Also wenn Sie darüber nachdenken, ja, wie Sie Ihre Einstandspreise reduzieren können, ja, wenn Sie auch wollen, dass vielleicht Ihre Verhandlungskosten minimiert werden, dass das alles viel zu aufwendig ist, im Einkauf durchzuführen, ja, jede Verhandlung in der klassischen Art und Weise. Und wenn eben diese 4 Voraussetzungen für Auktionen erfüllt sind, dann sollten wir in Kontakt kommen, ja, indem Sie uns einfach anrufen oder hier an vertrieb@allocation.net uns eine E-Mail schreiben, ja, und wir besprechen mit Ihnen dieses Auktionsprojekt, ja, oder diese Möglichkeit, wie Sie Auktionen durchführen können. Sie bekommen von uns auf jeden Fall ein ehrliches Feedback, ob eine Auktion erfolgreich sein könnte. Ja, und auch das Feedback, ja, wir machen keine Auktion, was halt einfach von beiden Seiten her irgendwie nicht funktionieren könnte.
Ja, also wenn Sie über Auktionen nachdenken, dann schreiben Sie uns eine E-Mail, ja, oder rufen wir Sie uns an und dann nehmen wir Kontakt auf. Darauf freuen wir uns, ja, und vielleicht sehen wir uns schon oder hören wir uns schon in einem nächsten Telefongespräch. Vielen Dank und ich freue mich auf den Termin. Mike Richter.